Hallo meine Freunde, ich weiß, 3 Jahre ist es her, seit meinem letzten Video, sehr viel passiert. Ich wollte euch mal ein paar Dinge mitteilen. Warum war überhaupt diese lange Pause? Zweitens, was ist mir alles passiert? Drittens, wie geht's weiter? Und viertens, welche Vision ich verfolge. Also, warum war ich jetzt so lange weg? Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe in dieser Zeit zu viel auf einmal gemacht. Ich hatte einen Job, wo ich viel Verantwortung hatte. Ich hatte eine Weiterbildung gemacht als Industriemeister in Fachrichtung Chemie, parallel. Dann hatte ich parallel noch die ganze Sache mit YouTube, mit der Victors Fitnessküche gemacht und Meisterschaften noch teilgenommen gehabt und so weiter. Und das war irgendwann alles zu viel und ich war ausgebrannt und deshalb habe ich gemerkt, ey, meine Gesundheit ist mir mehr wert, wie einfach ja, immer mehr zu machen. Ich war ego-getrieben, ja, immer mehr zu machen. Und deshalb habe ich das dann sein lassen. Erst YouTube sein lassen, dann Facebook. Ja, was ist mir passiert? Ich versuche es echt kurz zu halten. Im Jahr 2020 erst entstand ein Konflikt mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Ich konnte einfach über gewisse Dinge nicht mehr wegschauen. Ne? Vorher hat mich das Geld immer quasi blind gemacht. Ne? Das Geld hat mich quasi an den Eiern gepackt. So, ja, es war wirklich so. Und irgendwann, ich konnte einfach gegen meine Werte nicht mehr, wie soll ich sagen, ich konnte nicht mehr gegen meine Werte verstoßen. Ne? Ich achte sehr viel auf Gesundheit, Ernährung und ja, und da war halt das Thema Gesundheit. Und egal, auf jeden Fall hat sich so ein Konflikt, ist da so ein Konflikt entstanden und ja, wir mussten uns trennen. Also ich habe dort aufhören müssen. Es lag aber in meiner Entscheidung. Und, aber dann hätte ich weiter in einer Lüge gelebt und quasi meiner Gesundheit damit noch geschadet. Von daher, das ist als erstes passiert. Ein paar Monate später, während der Pandemie, habe ich dann insgesamt einen 6-stelligen Geldbetrag verloren. Also ihr müsst euch vorstellen, erst der Konflikt, wo meine ganzen vermeintlichen Sicherheiten mit Rente, Lohn und so weiter weg war. Oder es war klar, dass es keine Zukunft mehr geben wird. Dann war das Geld weg. Dann habe ich ein paar Monate später noch die Diagnose erhalten, Tumor in meiner Harnblase und direkt danach noch einen Unfall im LKW gebaut. Also das war dann innerhalb nicht mal einem Jahr. Also ihr könnt euch vorstellen, was für eine Zeit das für mich war. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es dann quasi das, was ich bisher gelernt hatte, das Intellektuelle, die Praxis umzusetzen, weil nur vom Lesen allein, das bringt euch im Endeffekt gar nichts im Leben. Ne? Es ist ja auch wie, ihr macht die Theorieprüfung, wenn ihr den Führerschein macht, ohne die Praxis werdet ihr das nicht lernen. Das Gleiche auch, jeder weiß, wie man abnimmt, aber letztendlich, also intellektuell hat es jeder verstanden, doch am Schluss ist in die Praxis umzusetzen. Ja? Man sieht, dass es dann doch nicht so wenig packen. Und ja, genauso war es dann bei mir, halt mit allem, was ich zuvor gelernt habe, über Persönlichkeitsentwicklung, über Bewusstsein, Spiritualität. Ja, und es waren diese Punkte. Ich weiß, es wird sich jetzt völlig verrückt an für die meisten anhören, aber ich bin heute froh, dass mir diese ganzen Dinge passiert sind. Denn nichts prägt nachhaltiger wie die eigene Erfahrung. Ich bin durch wirklich Schmerz, Leid durchgegangen. Ich wünsche sowas auch niemand. Aber ich persönlich, ich bin so froh, dass mir das alles passiert ist, weil ich dadurch eine komplett andere Sichtweise zu mir und zum Leben bekommen habe. Ich habe mich extrem verändert in den letzten paar Jahren, aber so mein inneres Kind, dieses Verrückte, dieses Verspielte, das wird sich nie ändern. Meine zukünftige Lebensweise wird sich auf jeden Fall drastisch verändern, weil ich jetzt mehr nach dem Gefühl gehe. Das heißt, ich werde mich auf eine Reise ins Unbekannte geben und es ist eines der Ängste, vor denen die meisten Menschen die größte Angst haben. Die Angst vor Veränderungen, die Angst vor dem Unbekannten. Deshalb bleiben auch viele immer in einer negativeren Umgebung, anstatt einen Schritt zu machen, die dann, ja, einfach ins Unbekannte zu gehen, was Neues zu wagen. Und deshalb ist dieser Aufhänger auch von dem Kanal jetzt, es ist der alte Kanal, aber es wird die Reise ins Unbekannte sein. Und das heißt, ich werde quasi immer wieder mit diesem Unbehagen konfrontiert. Weil das ist ganz normal.
Das Gehirn kann damit nichts anfangen. Ne? Das persönliche Selbst, das will immer was Bekanntes, was man schon kennt, wo man sich wohlfühlt. Und genau das Gegenteil mache ich ja jetzt. Ich weiß nicht, wo es hingeht, wo die nächste Reise hingeht, aber ich mache es einfach. Ich gehe einfach weiter durch diese Grenze, durch dieses Unbehagen. Mut und Vertrauen überdeckt Angst und Sorge. Und ich vertraue mich jetzt einfach dem Leben an und auch meinen Fähigkeiten. Ja, und Sport, Ernährung ist für mich immer noch ein wichtiges Thema, aber so dieser Fokus wie damals, so akribisch, ne, bei mir gab es ja nichts anderes mehr, dieser 100%ige Fokus. Deshalb war ich auch da so erfolgreich. Den habe ich nicht mehr, weil es einfach viel mehr Dinge gibt, die mir heute halt wichtiger sind. Ne? Zum Beispiel dieser persönliche innere Wachstum, wodurch einfach das ganze Leben einfach mit viel mehr Leichtigkeit und noch mehr Freude einfach erlebt werden kann. Ja, und das sind die Dinge, die sich auf jeden Fall bei mir verändert haben. Ja, wie gesagt, mein Hauptfokus liegt jetzt auf meinem ständigen Wachstum meiner Persönlichkeit. Und ich sage es euch auch, der Weg zu sich selbst ist der schwierigste Weg, den man gehen kann. Aber der Mehrwert, der ist am Schluss unbezahlbar. Ich will auch mehr in so ein intuitives Leben rein, anstatt alles zu kontrollieren. Bei mir war alles kontrolliert, jeder Urlaub, Sport war extrem kontrolliert, auch das mit dem Essen, Ernährung. Und ich will jetzt auch gar nichts schlecht reden, ne? Weil das war mir damals dienlich für meine damaligen Ziele. Und von daher hat es auch für meine damalige Zeit, für meine damalige Entwicklung, hat es auf jeden Fall gepasst. Ja, heute oder aktuell läuft alles mehr intuitiver ab. Ich will mich halt nicht mehr so festlegen auf so einen fixen Plan, so ganz stur, so wie es die ganze Zeit bei mir war. Und ich möchte mehr vom Moment zu Moment erleben. Aber ich meine so mehr, ich bin jetzt heute hier in dieser Stadt oder in diesem Land und jetzt lebe ich das auch hier. Anstatt schon wieder mit den Gedanken, mit den Plänen wieder wo ganz anders zu sein. Weil irgendwo verpasst man dann auch Chancen oder eine Tür, wo vielleicht aufgeht. Und wenn man zu stur dann so einen langen Plan verfolgt, ja, dann verpasst man einiges. Natürlich sollte man schon so seine groben Pläne haben, die habe ich auch. Auf jeden Fall. Was sich auch bei mir geändert hat, ich will mich auch nicht mehr von meinen Gedanken, von meinen Emotionen, die ja extrem unser Leben kontrollieren oder beeinflussen, besser gesagt, und auch von Situationen, zum Beispiel was jetzt mit der Pandemie war oder ist, was bei mir auf jeden Fall ist, das Thema Sport. Wir waren ja gezwungen oder waren dann gezwungen, wir konnten nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und ich habe mir TRX-Bänder geholt. Das heißt, ich war das letzte Mal im Gym aktiv. Seit Februar 2020 war ich jetzt überhaupt nicht mehr im Gym. Und ich habe das dann so weiter übernommen. Jeder kennt so meine eigene Selbsttest, die ich früher immer so gemacht habe, mache ich heute immer noch. Ich experimentiere immer noch viel. Und ja, ich habe gesagt, ich mal locker 2 Jahre, wo ich ohne Gym auskommen werde und ich bin von nichts mehr abhängig. Ne? Ich meine, klar, das mit Gedanken, Emotionen, das werde ich dann alles hier in diesem neuen Kanal, werde ich das meiner Community mitteilen, wie sie da am besten vorgehen. Ja, aktuell an Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, ist es wirklich dann nur noch TRX 3-mal die Woche, 20 bis 25 Minuten. Yoga, so 3-4 Mal die Woche, eine Stunde. Natürlich, ich bewege mich immer noch viel, ich gehe draußen spazieren, das Gaunern, das ihr noch von früher kennt. Aber dies, also nicht mehr mit, ich bin ja früher immer mit Kopfhörer und habe mir immer Hörbücher parallel noch reingedroschen. Und ja, jetzt führe ich das Ganze halt viel bewusster durch. Aber dazu wird es dann später auch Videos geben, die ich dann hier auf den Kanal reinpacke. Ja, was werdet euch erwarten? Was erwartet euch? Und was erwartet euch nicht? Was erwartet euch? Ich habe vor, ich bin aber flexibel, weil ich keinen sturen, fixen Plan habe. Also ich bin für alles offen. Aber ich habe so in Gedanken, dass ich jetzt 2 Formate an Videos bringen werde. Eins ist so kurze Videos, die ich halt über gewisse Themen ansprich, was so Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Spiritualität angeht. Und das zweite wird dann so eine Art Vlog, wo dann quasi meine Reise ins Unbekannte, wie ich damit umgehe, in welchen Städten oder Ländern ich bin, ne, an welchen Spots ich bin. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet oder worauf ihr Bock hättet. Ne? Ich bin für alles offen. Ja, was erwartet euch nicht, das sage ich euch direkt. Es werden euch keine perfekt gedrehten Videos erwarten. Ne?
kleine Versprecher, Verhaspler, wie auch vielleicht jetzt hier in dem Video oder wie ihr es auch von früher gewohnt seid, das bleibt alles drin. Ne? Für mich ist wichtig, dass meine Message ankommt, das, was ich euch zeigen will. Aktuell mache ich alles allein, deshalb hat es auch lange gedauert, bis ich so alles vorbereitet habe. Aber ich denke, ich werde in Zukunft Leute dann anziehen mit dem gleichen Mindset, die mich dann bei gewissen Dingen dann unterstützen. Und ich bin auch jetzt heute schon dankbar für jede Unterstützung, die ich bekomme. Was so Vision angeht, wer weiß, vielleicht wird es später mal wie so ein kleines Retreat geben, so eine Art Retreat, was ganz familiäres geben irgendwo im Ausland, wo man mich dann besuchen kann. Wenn ihr Wünsche habt, Anregungen zu Videos, schreibt es in die Kommentare oder wenn ihr Fragen allgemein habt, ne, nach so einer langen Zeit, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich bin für jeden dankbar, der mir weiterhin folgt. Aber ich bin auch niemand böse, der heute sagt, boah krass, nee, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich verstehe das. Vor 7 Jahren hätte ich, wenn ich so ein Video gesehen hätte, ich gesagt, was labern? Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Von daher, ich verstehe das vollkommen. Ne? Aber ich bin umso dankbarer für die Leute, die mir weiterhin folgen und die bereit sind, etwas in ihrem Leben zu verändern. Eins ist klar, niemand wird den gleichen Weg gehen. Das ist Fakt. Aber ich will so mehr oder weniger den Leuten so eine Tür öffnen, um dann einfach ja, seinen eigenen Weg zu finden. Von daher, habt einen schönen Tag und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Und ja, dann sage ich mal bis bald.